Du weißt, dass eines Tages kein Wasser mehr aus deinem Hahn kommt. Aber weißt du, was wirklich beängstigend ist? Wenn dieser Tag kommt, wirst du zu denen gehören, die um die letzte Flasche Wasser im Laden kämpfen. Denn du hast die unsichtbare Wassergewinnung vergessen, die unseren Vorfahren das Überleben über Jahrtausende ermöglichte. Heute zeige ich dir, wie du literweise Wasser aus der Luft, aus Steinen und sogar aus einem Blatt Papier gewinnen kannst, wenn das System zusammenbricht. Dafür nutze ich 22 uralte Geheimnisse, die sich von der Dachach-Region bis in die Tiefen der Wüste erstrecken. Besonders bei den Methoden 14 und 19 wirst du verstehen, warum die moderne Technik so machtlos ist. Der Prüfer beginnt, also mach dir Notizen. Unsere Vorfahren suchten nicht nach Wasser, sie schufen es. Die Natur ist frei, wir haben nur verlernt, sie zu beobachten. Wenn das System zusammenbricht, wird dich eine dieser 22 Methoden mit Sicherheit retten. Die eiserne Regel, die für alle 22 Methoden gilt, die ich gleich auflisten werde, lautet: Das erste 5-Minuten-Abwasser, das den Oberflächenstaub abwäscht, muss der Natur zurückgegeben werden. Wir wollen nur das Reine. Nun lernen Sie, wie Sie mit Haushaltsmaterialien aus den Methoden 1 und 6 überleben und Wasser gewinnen können. Erstens, Leinentuchernte. Dies ist die schnellste Methode zur Wassergewinnung. Um Mitternacht werden saubere Leinentücher auf den Wiesen ausgebreitet. Die Leinenfasern saugen den Tau auf. Vor Sonnenaufgang wird das Tuch in einen Eimer ausgewrungen. Aus einer Fläche von 10 Quadratmetern lassen sich in einer feuchten Nacht 2 bis 3 Liter reines Wasser gewinnen. Zweitens, Luftbrunnen. Dies ist die Kunst, Wasser durch den Temperaturunterschied von Steinen zu gewinnen. Ein großer Haufen aus porösem Kalkstein oder Flusskieseln wird errichtet. Die warme Morgenluft, die in die Zwischenräume der Steine eintritt und sich nachts abkühlt, kondensiert sofort. Das Wasser sickert durch die Steine und füllt den darunterliegenden Kanal. Drittens, vertikale Wollteppichernte, Wollteppich-Vertikalsystem. Dieses Verfahren wird besonders in nebelreichen Bergregionen, zum Beispiel Schwarzwald, eingesetzt. Reine Wollteppiche werden vertikal zwischen 2 Bäumen gespannt. Nebelpartikel treffen auf die Wollfasern und verbinden sich. Die schwereren Tropfen tropfen vom unteren Rand des Teppichs in einen Behälter. Vierte Schäfteiche, Schäfteiche. Diese Teiche werden in hügeligem Gelände ohne Flüsse angelegt. Eine Grube wird ausgehoben, mit Stroh isoliert und mit einer Lehmschicht bedeckt. Dank der Strohisolierung bleibt die Oberfläche sehr kühl und zieht die Luftfeuchtigkeit wie ein Magnet an. Fünfte, Schieferdachkondensation. Schieferdachkondensation. Dies ist die Fähigkeit alter Steindächer in Deutschland, Wasser zu produzieren. Schwarze Schiefersteine, die nachts schnell abkühlen, kondensieren stark, sobald sie mit der ersten feuchten Morgenluft in Berührung kommen. Selbst ohne Regen führt diese Kondensation dazu, dass morgens literweise Wasser durch die Dachrinnen fließt. Aber denken Sie daran, lassen Sie das Wasser in den ersten 5 Minuten ablaufen, da es den gesamten Staub vom Dach mitnimmt. Die Weisheit unserer Vorfahren lag in der Geduld. Sechste, Nadelkondensation an Nadelbäumen. Die Nadeln von Fichten und Kiefern sammeln auf natürliche Weise Wasser. Ein spiralförmiges Seil wird um den Stamm gewickelt und dessen Ende in einen Eimer geführt. Der in den Nadeln gesammelte Nebel und die Feuchtigkeitströpfchen tropfen am Stamm herab und werden durch das Seil in den Eimer geleitet. Nun sehen Sie, wie wir mit Hilfe der verborgenen Mechanismen der Natur, Punkte 7 und 12, weiterhin überleben können. Siebte, Kondensation unter Gestein. Hierbei handelt es sich um die Gewinnung von Kondenswasser an der Unterseite großer, flacher Steine. Während sich der Boden erwärmt, bleibt die Unterseite des Gesteins kalt. Der aufsteigende Wasserdampf trifft auf die Unterseite des Gesteins und kondensiert zu Wasser. Achte, Gewinnung von Stollen in Höhlen und Bergwerkskanälen. An den Eingängen von Höhlen werden Kaltplatten mit einer konstanten Temperatur von 10 bis 12 Grad Celsius angebracht. Sobald die von außen eindringende feuchte Luft auf die kalte Wand trifft, kondensiert sie zu Wasser und wird durch in die Wände eingelassene Kanäle aufgefangen. Neunte, Pflanzentranspiration, Beuteltranspiration. Dies ist eine Methode, bei der eine Pflanze Wasser für uns produziert. Ein lebender Ast wird in einen Ledersack oder ein dicht gewebtes Tuch gesteckt. Die von der Pflanze abgegebene Feuchtigkeit, Transpiration, kondensiert im Inneren des Sacks zu flüssigem Wasser. Unsere Vorfahren nutzten dafür Ledersäcke und waren dem natürlichen Lauf der Natur ausgeliefert. Heute regen wir die Transpiration der Pflanze durch einen Treibhauseffekt mit Hilfe transparenter Oberflächen an. Dadurch erhöht sich die Produktion um bis zu das Dreifache. Zehnte, Kieszisternen. Eine tiefe Grube wird mit gewaschenem weißem Kies gefüllt. Die Kühle zwischen den Steinen kondensiert über Nacht die Luftfeuchtigkeit, sodass sich Wasser am Boden der Grube sammelt. Elfte, Schmelzwasseraufbereitung, Eiskernextraktion. Dies ist die Gewinnung von reinem Eiswasser, frei von Schadstoffen aus dem Schnee. Große Eisblöcke schmelzen langsam.
langsam. Während das Eis von außen nach innen schmilzt, ist die härteste Eismasse im Inneren das reinste Wasser. Staub und Schmutz bleiben in der äußeren Schicht zurück. Wir sprachen von reinem Wasser. Und obwohl dies technisch korrekt ist, führt das Trinken über einen längeren Zeitraum zu einem Mineralstoffmangel und entzieht dem Körper Salz. Eine Prise Steinsalz behebt dieses Problem. 12. Nebelfangen nach Garoe-Art. Nebelfänger. Dabei werden engmaschige Netze aus Naturfasern, Rosshaar oder Leinenseil auf dem Hügel, von dem der Wind weht, aufgespannt. Wenn die Nebelwolke durch das Netz zieht, verfängt sie sich in den Fasern, verflüssigt sich und fließt herab. Wichtig: Die ersten 1 bis 2 Liter, die in den ersten 5 Minuten den gesamten Staub mit sich führen, müssen immer abgelassen werden. Das Wissen unserer Vorfahren ist stets verlässlich. Mit den Punkten 13 und 22 erfahren sie schließlich, wie sie mit Hilfe der Taktiken der Ahnen unmöglicher Geografien überall überleben können. 13. Antikes Israel. Telilat. Tausteine. Diese Technik wurde von den Weinbauern der Negev-Wüste im alten Israel angewendet. Um die Rebsetzlinge wurden kreisförmige Hügel aus kleinen Steinen, Teliat el-Anab, aufgeschüttet. Nachts kühlten die Lufträume in diesen Steinhügeln ab. Morgens, wenn der Wind durch die Steine strich, kondensierte die Feuchtigkeit und das Wasser sickerte direkt zu den Wurzeln. Mit dieser Methode konnte selbst an Orten mit nur 100 mm Jahresniederschlag Landwirtschaft betrieben werden. 14. Peru. Amunas. Wassergewinnungskanäle. Dies ist ein 1500 Jahre altes Wassergewinnungssystem der prä-inkaischen Vari-Kultur. Nebel und Regenwasser von den Berggipfeln werden in spezielle Kanäle aus durchlässigem Gestein geleitet. Dort wird das Wasser unterirdisch versickert. Das in den Grundwasserleitern im Berg gespeicherte Wasser tritt Monate später während der Trockenzeit aus den Quellen unterhalb des Berges wieder hervor. Unsere Vorfahren gewannen Wasser nicht nur aus der Luft, sondern auch aus der Zeit, indem sie die Jahreszeiten nutzten. 15. Indien. Tanka. Regenlose Feuchtigkeitsgewinnung. Das geheime Funktionsprinzip der jahrtausendealten Zisternen, die in den Innenhöfen der Häuser in der Wüste Rajasthans gefunden wurden. Die Öffnung der Zisterne ist mit einer konvexen und glatten Kalksteinfläche bedeckt. Diese glatte und kalte Oberfläche kondensiert über Nacht selbst geringste Feuchtigkeit in der Wüstenluft und lässt sie in die Zisterne tropfen. 16. Nordafrika. Gargur. Nebelbrunnen. Ein vertikales Nebelsammelsystem, das von den Berbern Amazigh in den trockenen Bergen genutzt wurde. Wände aus Stroh oder Palmfasern wurden senkrecht zur Windrichtung in den Bergpässen errichtet. Wenn die Nebelwolke auf diese Faserwände traf, verflüssigte sie sich und tropfte in die Steinrinnen am Fuß der Wand. Dort sammelte sie sich. 17. Mexiko-Azteken. Chinampa. Feuchtigkeit. Die Technik der automatischen Bewässerung in den schwimmenden Gärten der Azteken. Die Zweige der entlang der Kanäle gepflanzten Weiden, Auejote, neigen sich über das Wasser. Nachts kondensiert der von der Wasseroberfläche aufsteigende Dampf an den dichten Blättern der Bäume und tropft wie Regen auf die Pflanzen zurück. 18. Wüste Gobi. Felsentränen. Eine Methode, die von mongolischen Nomaden in felsigen Gebieten angewendet wurde. Um Mitternacht wurden saubere Ziegenfelle in große Felsspalten gelegt. Die Kühle im Inneren der Felsen führte zu stärkerer Kondensation als in der Außenluft. Das Fell saugt das Wasser auf und wird am Morgen ausgepresst, um eine Feldflasche zu füllen. 19. Altes Ägypten. Luftzisternen. Eine Methode, die von Pyramidenbauern zur Wassergewinnung in der Wüste angewendet wurde. Tiefe, trichterförmige Brunnen wurden unterirdisch gegraben und mit Marmorstücken gefüllt. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht erzeugte eine konstante Feuchtigkeitsschicht auf der Marmoroberfläche und Wasser sammelte sich am Boden des Brunnens. 20. China. Drachenatem. Bambuskondensatoren. Ein System aus Bambusrohren, das in den nebelverhangenen Bergen Südchinas verwendet wird. Die Bambusrohre werden halbiert und die darin befindlichen Kammern, Knollen, gereinigt. Sie werden in langen Reihen an den Hängen ausgelegt. Die glatte Innenfläche des Bambus, die sich nachts abkühlt, fängt den Morgennebel auf. Das Wasser fließt durch die Bambuskanäle und sammelt sich im Hauptreservoir. 21. Nordamerika. Pueblo. Steinzisternen. Eine Methode der Hopi- und Pueblo-Indianer, bei der Sandstein verwendet wird. Die natürlichen Filter- und Kühleigenschaften des Sandsteins werden genutzt. Sandsteinblöcke absorbieren über Nacht Wasser, Adsorption, und wenn tagsüber die Sonne scheint, schwitzen sie, indem sie dieses Wasser von den schattigen unteren Teilen abtropfen lassen. 22. Pazifische Inseln. Blatttrichter. Eine Wassergewinnungstechnik, die von polynesischen Seeleuten auf unbewohnten Inseln angewendet wurde. Riesige Bananen- oder Taroblätter werden zu einem Trichter gefaltet und poröse Korallensteine aus dem Meer werden hineingelegt. Wenn die Korallensteine frei von Salzwasser sind, sie bilden über Nacht eine fantastische Kondensationsfläche. Der blattförmige
Trichter sammelt dieses Wasser. Jetzt kommen wir zum Überraschungsteil. Ihr dachtet, das Video wäre hier zu Ende, aber nein, ich habe hier das wahre Gold versteckt. Jetzt hole ich es hervor und präsentiere es euch. Hier ist das fortgeschrittene Wasserprotokoll des Kommissars. Leben nach der Ernte. Die Kenntnis der 22 alten Methoden wird euch am Leben erhalten, aber ohne das Wissen um den Umgang mit Wasser werdet ihr scheitern. Wahre Wasserunabhängigkeit ist nur möglich, wenn ihr die verborgenen technischen und biologischen Prozesse hinter jedem einzelnen Tropfen Wasser versteht. Jetzt gehen wir auf die entscheidenden Details ein, die euch sonst niemand verrät. Erstens, Taupunktsuche, die goldene Stunde. Wasser sammeln ist mehr als nur Materialsuche, es ist eine Kunst des richtigen Timings. Luftfeuchtigkeit allein reicht nicht aus. Die Oberflächentemperatur muss auf den Taupunkt sinken, damit die Feuchtigkeit flüssig wird. Die goldene Stunde ist die Zeit zwischen 3 Uhr und 5:30 Uhr morgens, kurz vor Sonnenaufgang, wenn die Natur am produktivsten ist. Der Boden hat die tagsüber aufgenommene Wärme vollständig abgegeben und die Luft ist maximal gesättigt. Beobachten Sie dies anhand folgender Methode. Leuchten die Sterne am Nachthimmel ungewöhnlich hell und herrscht absolute Windstille, ist die Strahlungskühlung am stärksten. Jede Anlage, die Sie in dieser Nacht errichten, liefert die doppelte Wassermenge im Vergleich zu sonst. Zweitens, Mineralisierung, Revitalisierung von verbrauchtem Wasser. Das gesammelte Wasser, Kondenswasser oder Schmelzwasser, ist im Grunde destilliertes Wasser. Es ist zwar rein, aber mineralstoffarm. Trinken Sie dieses Wasser über einen längeren Zeitraum, verlieren Sie Mineralien aus Ihrem Körper. Wenden Sie die Revitalisierungstechnik an. Es genügt nicht, dem gesammelten Wasser vor dem Trinken einfach eine Prise Steinsalz hinzuzufügen. Unsere Vorfahren legten Flusssteine und Rosenquarz auf den Boden von Zisternen. Die Steine stellen sowohl das Mineralgleichgewicht des Wassers wieder her, als auch dessen strukturelles Gedächtnis. Anmerkung des Kommissars. Wichtig, bitte nicht vergessen. Gießen Sie das Wasser aus einer gewissen Höhe von einem Behälter in einen anderen, belüften Sie es, damit Sauerstoff eindringen kann. Dadurch schmeckt das Wasser frisch und wird nicht schal. Drittens, Bioindikatoren. Welcher Baum ist der richtige für Sie? Nicht jeder Baum liefert bei der in Punkt 1 beschriebenen Methode der Pflanzentranspiration die gleichen Ergebnisse. Die besten Bäume für diese Methode sind: in der Dachregion sind Birke, Eiche und Fichte die Bäume mit der höchsten Wasserproduktion. Insbesondere Birken pumpen in den Frühlingsmonaten Wasser mit enormem Druck aus ihren Wurzeln nach oben. Fallen Sie nicht in die Giftfalle. Ich erkläre es Ihnen gleich. Sammeln Sie niemals Wasser von giftigen Pflanzen wie Eibe oder Oleander. Die Hitze im Beutel kann die giftigen Alkaloide der Pflanze verdunsten lassen und sie mit dem Wasser vermischen. Vierte, Mikroklimamanipulation. Schaffen Sie Ihre eigene Oase. Wenn Sie einen festen Unterschlupf oder Garten haben, können Sie die Natur dazu bringen, Wasser zu produzieren. Hügelkultureffekt. Die Holz- und Erdhaufen Hügelkultur in Ihrem Garten halten die Umgebungsluft nachts 2 bis 3 Grad kühler. Dieser geringe Unterschied bewirkt, dass Ihre Luftbrunnen doppelt so früh mit dem Kondenswasser beginnen. Mooswände. Dichte Moosschichten, die an der Nordseite Ihres Gartens gepflanzt werden, speichern die Feuchtigkeit wie ein Schwamm über Nacht und dienen als Wasserspeicher, aus denen morgens Wasser gewonnen werden kann. 5 tödliche Fehler bei der Regenwassernutzung. Selbst wenn Sie die Methoden kennen, kann ein kleiner Fehler all Ihre harte Arbeit und Ihre Gesundheit zunichte machen. Unsere Vorfahren lernten diese Fehler durch Erfahrung. Fehler 1. Falsches Material wählen. Die Art des Behälters, in dem Sie das Wasser sammeln, ist entscheidend. Wenn Sie Plastikbehälter verwenden, müssen diese als BPA-frei oder lebensmittelecht gekennzeichnet sein. Normaler Kunststoff gibt bei Sonneneinstrahlung krebserregende Chemikalien an das Wasser ab. Fehler 2. Windrichtung ignorieren. Besonders bei Nebel- und Netzsystemen lässt sich kein Wasser gewinnen, wenn der Wind nicht von der Seite kommt. Die Luft muss durch das Netz strömen, nicht daran vorbei. Fehler 3. Kontaminationsrisiko, Vogelkot, Pollen und Staub. Wenn Sie die First-Flush-Regel missachten, wird das gesammelte Wasser zu einem Nährboden für Bakterien. Fehler 4. Schatten vergessen. Das System muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem die ersten Sonnenstrahlen des Sonnenaufgangs das Wasser nicht verdunsten lassen. In den ersten 30 Minuten des Morgens ist das über Nacht gesammelte Wasser am anfälligsten. Fehler 5. Stehendes Wasser, Stagnation. Offen stehendes Wasser bietet Mückenlarven und Algen einen idealen Nährboden. Wasser sollte stets an einem geschlossenen und kühlen Ort aufbewahrt werden. 6. Psychologische Wasserdisziplin. Durst kontrollieren. Ein wahrer Prepper weiß nicht nur, wie man Wasser gewinnt, sondern auch, wie man es im Körper speichert. Der Kieselsteintrick. Unsere Vorfahren nahmen bei langen Wanderungen in wasserarmen Gebieten einen kleinen, sauberen Kieselstein in den Mund. Dies regte die Speicheldrüsen an, verhinderte ein Austrocknen des Mundes und unterdrückte das Durstgefühl. Die Nasenatmung. Durch den Mund zu atmen, lässt das Wasser im Körper schnell verdunsten.
zugunsten. Wasserunabhängigkeit beginnt mit der Kontrolle der Atmung. Der Aufwand, der für die Wassergewinnung betrieben wird, sollte nicht mehr wert sein als das gewonnene Wasser. 7. Programmierung von Wasser. Wirbeltechnik. Schauberger-Effekt. Wir folgen den Spuren des legendären österreichischen Wasserforschers Viktor Schauberger. In der deutschen und österreichischen Schule der Wasserforschung ist neben der chemischen Struktur des Wassers auch seine kinetische Energie von Bedeutung. Wirbeltechnik. Erzeugen Sie vor dem Trinken des gesammelten Wassers einen Wirbel, indem Sie es mit Hilfe eines Stäbchens von einem Behälter in einen anderen gießen. Diese Bewegung reichert das Wasser mit Sauerstoff an und revitalisiert seine Molekularstruktur. Sonnenbaden. Sodis. Falls Sie keinen Filter haben, setzen Sie das Wasser in durchsichtigen Glasflaschen 6 Stunden lang direktem Sonnenlicht (UV-Strahlung) aus. Dadurch werden die meisten Krankheitserreger inaktiviert. Unsere Vorfahren nannten dies Sonnenbaden. 8. jährliche Agenda zur Wassergewinnung in der Dachregion. Als Stratege sollten Sie wissen, dass die Natur in jeder Jahreszeit unterschiedliche Schätze bereithält. Welche Methode sollten Sie im Klima Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Dach in welchem Monat anwenden? Winter, Dezember bis Februar. Konzentriere dich auf Gegenstand 11. Eis und Schnee. Schnee einfach nur zu schmelzen ist jedoch Energieverschwendung. Gewinne mit minimalem Energieaufwand das reinste Wasser mit Hilfe der Eiskernmethode. Steinbrunnen sind in dieser Zeit aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit ineffizient. Bereite sie für den Frühling vor. Frühling, März bis Mai. Dies ist die Blütezeit für Pflanzentranspiration, Gegenstand 9, und Fichtenernte, Gegenstand 6. Mit dem Erwachen des Bodens pumpen die Bäume Wasser mit enormem Druck. Birkensaft dient in dieser Zeit ebenfalls als Mineralvorkommen. Sommer, Juni bis August. In diesen Monaten der größten Trockenheit sind Tauernte, Gegenstand 1, und Steinpyramiden, Gegenstand 2, deine einzigen Verbündeten. Nutze die Kraft der Thermodynamik, indem du den großen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ausnutzt. Herbst, September bis November, die Jahreszeit der nebligen Morgen. Wollteppich, Artikel 3, und Garoe-Nebelnetze, Artikel 12, werden Ihnen in dieser Zeit mehr Wasser liefern als der Markt. Meine Freunde, diese 22 alten Methoden und fortschrittlichen Strategien, die wir heute hier besprechen, sind nicht bloß technisches Wissen, sie sind Ihr Schlüssel zur Freiheit. Die moderne Welt bietet uns eine Illusion. Sie hat uns eingeredet, dass Wasser nur aus dem Wasserhahn fließt und dass Lebensmittel nur auf dem Markt erhältlich sind. Doch wir, die Familie des Kommissars, erkennen die Zerbrechlichkeit dieser Illusion. Wenn das System zusammenbricht, wenn die Netze verstummen und diese große Stille beginnt, werden Sie nicht zu denen gehören, die ängstlich waren, denn Sie haben jene geheime Sprache wiedererlernt, die unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren kannten. Johanna und ihre Generation flüsterten uns inmitten von Ruinen und Unmöglichkeiten etwas zu. Die Natur wendet uns nie den Rücken zu, wir haben nur vergessen hinzusehen. Heute haben sie diese Perspektive wiedergefunden. Wenn du jetzt einen Steinhaufen betrachtest, siehst du nicht nur Steine, sondern eine Wasserquelle. Wenn du eine Nebelwolke betrachtest, siehst du Fülle, und wenn du einen Ast betrachtest, siehst du eine lebende Pumpe. Übrigens, für alle, die Johanna nicht kennen, es gibt ein Video von ihr in meinen Videos. Schaut es euch gerne an. Zum Schluss habe ich nur eine Bitte. Lasst diese Informationen nicht einfach in Vergessenheit geraten. Setzt sie heute Abend in die Tat um. Auf eurem Balkon, in eurem Garten oder vor eurem Fenster. Legt zumindest ein Leinentuch in die Natur und erntet morgen früh den ersten Tropfen mit euren eigenen Händen. Dieser Tropfen wird das erste Symbol eurer Unabhängigkeit sein. Denkt daran, unsere Vorfahren suchten nicht nach Wasser. Sie schufen Wasser. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schafft euch euer eigenes Wasser, euer eigenes Schicksal und eure eigene Zukunft. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu teilen. Solange ihr mich unterstützt, bin ich für euch da. Passt auf euch auf. Passt.